Herzlich willkommen aus der Halle 18 der Günzburger Steigtechnik. Bei mir die Geschäftsführer Ferdinand Munk und Alexander Werdig. Herzlich willkommen. Ich möchte natürlich diese Chance nutzen und mal ein bisschen in die Tiefe gehen. 120 Jahre, ein Familienunternehmen mit einer großen Geschichte, mit einer hoch erfolgreichen Geschichte. Und was ist denn das Erfolgsrezept? Was ist die Formel, die dahinter steckt? Warum funktioniert das so gut? Seit über 120 Jahren steht die Günzburger Steigtechnik für fachliches Know-how, für die Leidenschaft, neue Ideen zu entwickeln und für den Ehrgeiz, das Arbeiten in der Höhe und in der Tiefe jeden Tag noch ein Stück sicherer zu machen. Aus diesem Grund entwickeln wir als Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik Produkte mit Mehrwert. Produkte, die aus der Praxis für die Praxis konstruiert und entwickelt sind. Unsere Lösungen sind intelligent, haben clevere Produktdetails und ermöglichen ein effizientes Arbeiten. Wir sind Ihr kompetenter Partner und bieten Ihnen Sicherheit, Made in Germany, auf die Sie sich zu jeder Zeit verlassen können. Versprochen. Vielen Dank, Herr Munk. Das war ein erster tiefer Einblick in die Günzburger Steigtechnik. Aber der Herr Werdig ist auch hier, deshalb eine Frage an Sie, wenn Sie gestatten. Welche Produktbereiche finden wir denn hier bei der Günzburger Steigtechnik? Ja, die Günzburger Steigtechnik zählt zu einem der bedeutendsten Anbieter Steigtechnik aller Art. Über 1600 Produkte finden Sie in unser Serien-Standardprogramm. Dies reicht von der Leiter für den gewerblichen und öffentlichen Bereich bis hin zum Privatgebrauch, über Rollgerüste, Treppen und Überstiege sowie unsere Rettungstechnikbereich und Sonderkonstruktionen maßgeschneidert für jeden Kunden. Ob Dockanlagen, Laufsteganlagen oder Wartungsbühnen. Aber auch nach dem Kauf hört der Service am Kunden für uns nicht auf. Wir bieten in diesem Geschäftsbereich ein umfassendes After-Sales-Dienstleistungsprogramm. Das reicht von der Montage bis hin zur Wartung und Prüfung über die Reparatur und die Seminare. Vielen Dank, Herr Werdig. Innovation und Qualität Made in Germany nehmen bei Ihnen einen sehr hohen Stellenwert ein. Können Sie uns da einen kleinen Einblick geben? Richtig. Made in Germany gehört zu unserer Firmenphilosophie und zum Qualitätsversprechen. Wir sind bereits in 4. Generation ein inhabergeführtes Familienunternehmen und versprechen 15 Jahre Qualitätsgarantie auf all unsere Serienprodukte. Wir fertigen ausschließlich in Deutschland und haben uns es zum Ziel gesetzt, jährlich innovative und leistungsstarke Neuheiten für unsere Kunden auf den Markt zu bringen. Mit unseren Neuheiten möchten wir stets einen Schritt voraus sein, gemäß dem Motto Sicherheit Made in Germany. Ich freue mich, wenn Ihnen unsere Steigtechnik-Neuheiten 2021 gefallen und wir mit unseren sicheren, hochwertigen Produkten einen Beitrag zu Ihrem Gesundheitsschutz und besseren Arbeitsabläufen leisten können. Freuen Sie sich auf die Neuheiten 2021. Lassen Sie sich überraschen. Herzlich willkommen aus dem Herzen der Günzburger Steigtechnik. Bei mir Florian Lauer und für ihn habe ich direkt eine dicke Nuss zu knacken, denn wir alle sind auf der Suche nach einer TRBS-konformen Mehrzweckleiter. Und da möchte ich ihn direkt fragen, gibt es da eine Lösung? Da gibt es eine Lösung. Die haben wir hier mitgebracht. Das ist die Stufen-Mehrzweckleiter aus dem Hause Günzburger Steigtechnik. Hier haben wir es wirklich zu Ende gedacht, denn sowohl das Unter- als das Mittel- als auch das Oberteil sind hier ausgestattet mit den 80 mm tiefen Stufen. Das ist die TRBS-Konformität. Das ist die TRBS-Konformität. Denn die TRBS sagt, dass ich die Leiter als Arbeitsmittel nur verwenden darf mit dem Einsatz von Stufen oder Plattformen. Und das erzeugen wir durch den Einsatz der Stufen. In der Überlappung haben wir dann hier 170 mm Platz für unsere Füße, was natürlich eine hohe Sicherheit bedeutet, eine hohe Stabilität, denn das brauche ich beim Arbeiten. Hier stehen beide Füße auf der Plattform und somit kann ich sauber und sicher arbeiten, meiner Tätigkeiten durchgehen.
Und auch im Übergang habe ich einen sauberen Übergang und somit komme ich dann auch wieder sicher auf den Boden zurück. Apropos Sicherheit, da gibt es noch ein weiteres Feature. Ich sage nur Stichwort R13. R13 ist das Stichwort für unseren Clip-Step. Wir haben die Möglichkeiten, auf den Stufenbelag einen speziellen separaten Belag aufzuklippen. Dieser Belag ist ausgestattet mit einem Granulat, was wiederum dann diese R13 Anti-Rutschwirkung erzeugt. Die Besonderheit an der Stufenmehrzweckleiter ist die, dass die Antrittskanten dann noch entsprechend farblich gestaltet sind, damit man auch weiß, wo genau der Übergang ist von dem Leiternteil zu Leiternteil. Und es führt dazu darüber hinaus, diese R13 Anti-Rutschwirkung, dass die BG diese Art von Leitern dann fördert mit bis zu 50% der Anschaffungskosten. Was eine Menge ist. Das ist eine Menge. R13 Stufen und wir haben die Förderung durch die BG und natürlich noch eine Menge anderer Features, die wahrscheinlich bei allen professionellen Mehrzweckleitern vorhanden sind, aber bei euch natürlich auch. Natürlich bei uns und noch mehr als man sich denken kann. Denn wir haben nicht nur die eben gerade genannten Features, sondern wir haben darüber hinaus auch unseren einmaligen Nivello-Leiternschuh. Der Nivello-Leiternschuh hat die Fähigkeit, Bodenunebenheiten durch dieses Mehrgelenksprinzip auszustatten oder auszugleichen. Darüber hinaus ist das Prinzip noch so, dass der Belag entsprechend sehr einfach ausgetauscht werden kann. Somit kann ich zum Beispiel, wenn ich auf dem Gitterrost arbeite, eine große Gitterrostplatte raufschrauben. Wenn ich im Garten bin, eine Gartenkralle. Wenn ich auf einem sehr rutschigen Boden bin, kann ich einfach ein Anti-Rutsch-Plättchen drauf machen und schon stehe ich noch sicherer auf der Leiter. Ich habe 15 Jahre Garantie, denn das gibt es nur bei der Günzburger Steigtechnik. Die Scharniere, alles was sich bewegt, ist sauber verarbeitet, das greift alles sauber ineinander. Wir haben Kunststoffpetten für die gute Gleitwirkung. Hier rastet alles sauber ein. Also einfach insgesamt einfach ein weiteres gutes Produkt aus dem Hause Günzburger Steigtechnik. Ich würde erhöhen auf sehr gutes Produkt und wir schauen uns das nochmal in Action an. TRBS-konformes Arbeiten. Herzlich willkommen zurück. Aus der Halle 18 senden wir hier bei der Günzburger Steigtechnik und bei mir Roland Wilke, ein weiterer Experte. Sie haben uns ganz was Besonderes mitgebracht, einen echten Bestseller hinter mir. Absolut. Ja, wir sehen hier den Flex Tower, unser sogenanntes Ein-Personen-Gerüst. Was heißt Ein-Personen-Gerüst? Darf das nur von einer Person genutzt werden? Nein, ganz und gar nicht. Das Gerüst kann von 2 Personen genutzt werden, aber der Clou ist, dass es von einer Person aufgebaut werden kann und das ganz schnell und werkzeuglos. Werkzeuglos? Absolut werkzeuglos. Auf welche Höhe? Wir haben eine maximale Arbeitshöhe von 6,10 Meter, aber man kann natürlich die Arbeitshöhen auch variieren. Man kann auch niedrigere Arbeitshöhen mit diesem Gerüst realisieren. Jetzt ist natürlich gerade beim Thema Ein-Personen wichtig, wie kann ich das Ding transportieren? Wie komme ich zu den
Ecken und ja, zu den Bereichen, wo ich arbeiten muss. Ja, das haben wir bei diesem Flex Tower ganz toll gelöst. Sie sehen hier diesen Transportwagen. Diese 1 Meter Gerüstrahmen passen hervorragend in diesen Transportwagen und lassen sich damit wunderbar transportieren. Der passt in alle Aufzüge. Dieser Transportwagen passt in alle handelsüblichen Transporter und Sie bekommen das eigentlich in alle Fahrzeuge, wenn Sie auf die Baustelle fahren. Das ist eigentlich ein ganz, ganz entscheidender Vorteil. Ein großer Vorteil, und im Vorfeld hatte ich den Herrn Wilke auch schon mal gefragt, wie viel Zeit braucht man denn, um so ein Ding alleine aufzubauen? Und ich war ein bisschen skeptisch, deswegen haben wir mal einen kleinen Versuch gestartet und jemanden draußen von unseren Kollegen gebeten, doch mal diesen Flex Tower alleine aufzubauen. Wir haben auch schon einen kleinen Blick, den wir rauswerfen können, um das mal so ein bisschen zu verfolgen. Aber aus Ihrer Einschätzung raus, wie lange brauche ich, um das Gerüst alleine aufzubauen? Eine geübte Person braucht ungefähr 10 Minuten. Wenn man das erste Mal das aufbaut, braucht man ein bisschen länger, bis man mit diesen Bauteilen vertraut ist. Dann kann man so eine gute Viertelstunde rechnen. Aber jemand, der damit geübt ist, 10 Minuten Aufbau, 10 Minuten Abbau und dann ist es durch. Jetzt weiß ich, das ganze Gerüst ist BG Bau gefördert. Richtig. Das heißt, es gibt auch noch einen Investitionsrückfluss, Richtig, wenn man genau. sich entschließt, das Gerüst zu kaufen. Was gibt es noch für weitere Highlights? Also zum einen ist es BG Bau gefördert, das ist natürlich eine tolle Sache. Man kriegt 25% von der BG Bau quasi wieder zurück von seinem Einkaufspreis. Das ist natürlich eine große Motivation, vor allem für die Firmen, die der BG Bau angeschlossen sind. Ansonsten haben wir hier natürlich tolle Highlights. Sie haben diese Einhängekonsolen, die einfach einen einfachen Transport der Komponenten bis zur nächsten höheren Ebene ganz einfach machen und praktisch machen. Wir haben diese Federklipse hier an diesem Gerüst, die unverlierbar sind. Also Sie können an dem Gerüst nichts verlieren. Und, Wichtiger Punkt bei mir. Absolut, Sie brauchen kein Werkzeug. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Sie gehen auf die Baustelle, haben diesen Wagen mit diesem Ein-Personen-Gerüst, mit unserem Flex Tower und können sofort anfangen, ohne dass Sie erstmal den Werkzeugkasten auspacken müssen oder dass Sie Einzelteile montieren müssen. Wie sieht es mit der Stabilität aus? Macht einen sehr stabilen Eindruck. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Wir haben dieses Gerüst mit einer halben Tonne getestet. Ich war selbst mit dabei. Diese 4 Ausleger machen einen ganz hervorragenden Job. Sie sorgen für eine wahnsinnig hohe Stabilität bei diesem Gerüst und Sie können eben diese Ausleger auch so variieren, dass Sie gerade an eine Wand fahren und so einfach den Arbeitsbereich optimal ausnutzen. Das wäre jetzt ein wichtiger Punkt gewesen. So wie es gerade steht, hätte man vermuten können, ich komme ja gar nicht an die Wand, aber das ist natürlich einstellbar. Richtig. Okay, ja, wir hatten eingangs schon erwähnt, es ist ein Topseller. Ja. Wie kommt es dazu? Wie schätzen das die Händler ein, die Kunden ein? Also weil es einfach ein tolles Produkt ist und wir haben einfach in der Praxis auch ganz tolle Praxistests wurden mit unserem Produkt gemacht. Es haben verschiedene Zeitungen dieses Produkt sehr ausgiebig und sehr hart getestet in der Realität und auf den Baustellen und da haben wir durchweg gut abgeschnitten und das freut uns besonders und das spiegelt sich letzten Endes auch in den Verkaufszahlen dieses Gerüstes wider. Und jetzt darf ich noch verraten zum Abschluss, der Herr Wilke hat selber so ein Gerät im Einsatz, ist deshalb wahrscheinlich auch so begeistert. Weil wenn man es in der Arbeit kennt und Erfahrung gemacht hat, ist es wahrscheinlich der beste Weg, um damit davon begeistert zu werden. Absolut, dieses Gerüst ist wirklich ein tolles Gerüst. Man kann wirklich davon begeistert sein, wenn man das einmal ausprobiert hat und es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Und ich würde sagen, wir schalten noch mal raus und schauen uns an, wie weit der Kollege gekommen ist in der Zwischenzeit. Jawohl. Ihnen vielen, vielen Dank. Gern, vielen Dank. Auf bald. Ja, herzlichen Dank, Theo Schmidt. Vielen Dank für den schnellen Aufbau. Er hat uns gezeigt, wie unkompliziert und wie leicht dieser Flex Tower aufgebaut werden kann. Unser Herr Theo Schmidt und wir sind auch in Zukunft für Sie mit unserer Roadshow unterwegs und führen Ihnen diesen Flex Tower neben anderen Produkten gerne live vor Ort bei Ihnen vor. Herzlich willkommen zurück aus der Halle 18 Günzburger Steigtechnik. Bei mir Florian Lauer. Und wir sehen hier einige neue fantastische Produkte. Ja, wir haben hier unser Neuprodukt, die Plattformleiter Steckbar. Was ist das Besondere an dem Produkt? Wir haben hier eine seit Jahrzehnten etablierte einseitig begehbare Stufenleiter. Hier mit großer Standplattform, Fußleiste, mit einer großen Werkzeugablage, zusätzlich montierte Handläufe für das entsprechend sichere Arbeiten. Und jetzt kommt das Besondere. Dieses etablierte Produkt haben wir noch besser gemacht. Und zwar können wir jetzt dieses Produkt verwenden, auch in verschiedenen Höhen. Wie machen wir das? Indem wir ein Steckteil verwenden, das Stufensteckteil. Es ist sehr, sehr einfach vom Handling, denn wir haben hier entsprechend Sicherungsmechanismen. Steckbar
entsprechend in die vorgesehene Sprosse. Wir machen das entsprechend zu, wir sichern das Ganze. Und das Gleiche machen wir auch im Aufstiegsbereich. Dazu nehmen wir das Aufstiegssteckteil, machen hier genau das Gleiche, stecken es in die Vorrichtung, sind dann entsprechend wieder mit der Sprossensicherung sicher unterwegs und haben jetzt aus der ehemalig 2+1 Plattformtreppe eine nun 5+1 Plattformtreppe gemacht. Und ich wollte schon spontan einschreiten, um zu helfen, aber es reicht ein Mann. Jetzt stehen wir stabil, können unterschiedliche Höhen bearbeiten. Wir haben hier noch Teile mit einem zusätzlichen zweistufigen, einem 4- oder einem 5-stufigen. So können wir arbeiten bis zu einer Plattformhöhe von 1,70 Meter erreichen und das bei kompletter Sicherheit. Großer Vorteil darüber hinaus, muss man sagen, wir haben hier ein sehr leichtes Produkt, es ist klappbar. Wir haben zusätzlich noch die steckbaren Elemente, das sind Einzelteile. Die kriegen wir sauber in ein Montagefahrzeug, die können wir sauber lagern und je nach Einsatz können wir dann variieren, die sind in unterschiedlichen Farben, was für eine Plattformhöhe ich arbeiten muss. Das heißt, Anwender sind zum Beispiel Gebäudeinstandsetzer, die machen bei ihrem Kunden oben an der Decke, die haben unterschiedliche Geschosshöhen und können hier mit einem Basisprodukt diese unterschiedlichen Höhen erreichen. Das bei geringem Gewicht, hoher Qualität, bei hoher Sicherheit. Günzburger Steigtechnik. Florian Lauer, vielen Dank. Willkommen zurück bei der Günzburger Steigtechnik. Herzlich willkommen nochmal und wir haben ein fantastisches Produkt hier, in dem ich bereits stehe. Um was handelt es sich? Genau richtig. Sie sehen hier eines unserer Neuprodukte 2021, den sogenannten Flexlift, der zur Gruppierung der Kleinsthubarbeitsmühlen gehört. Und ist, soweit ich informiert bin, auch förderungswürdig? Genau richtig. Auch der Flexlift wurde ins Förderprogramm der BG Bau mit aufgenommen und wird auch mit bis zu 50% des Anschaffungspreises gefördert. Für wen ist das Produkt denn so gedacht? Ja, wir haben hier unsere beiden Modelle. Sie stehen jetzt auf dem Flexlift 2.2 mit einer Arbeitshöhe bis 4,20 Meter, der dann schon eher im Industrie- und Hochregallager seinen Einsatz findet. Hinter mir der kleinere Flexlift mit einer Arbeitshöhe bis 3,50 Meter und ist dann eher für den Facility- oder Hausmeisterbereich gedacht. Ich bin jetzt ein bisschen unhöflich, aber es macht einen Hölle Spaß und ist extrem leicht. Wo ist denn der Akku versteckt? Ja, da sind Sie leider falsch. Der Flexlift funktioniert komplett stromlos und stufenlos und allein mit Handkraft kann man sich nach oben und unten bewegen. Also kein lästiges Kabel, kein Akku tauschen, es ist rein hydraulisch? Genau, rein hydraulische Höhenverstellung mit einer Gasfeder im Hubmast und über die Handbewegung wandeln Sie 10% der Kraft in 100% Höhenverstellung. Komme ich direkt mal runter, ich will ja nicht so sein. Unten habe ich gesehen, beim Einsteigen sind noch 2 Löcher. Wofür sind die gedacht? Genau, Sie sehen, in beiden Flexliften haben wir vordefinierte Stapleraufnahmen, sodass der Lift auch mit dem Stapler sicher über den Hof gefahren werden kann. Und beide Ausführungen sind komplett türengängig und passen in jeden regulären Aufzug. Wir hatten bereits erwähnt, stromlos, rein hydraulisch, förderungswürdig. Richtig. Wir können es überall hin platzieren, aber auch einfach in den Aufzug und durch jede Tür, ist auch richtig? Genau richtig. Ehe wir uns das Produkt mal live anschauen und ein paar Bilder zum Abschluss noch mal genießen können, was wäre Ihnen noch wichtig? Ja, Sie finden auf beiden Liften eine große Standplattform mit rundum geschlossenem Sicherheitsgeländer und einer großzügigen Werkzeugablage, wo Sie sämtliche Werkzeugutensilien dann für die Arbeiten ablegen können. Genau das schauen wir uns jetzt mal an.
Herzlich willkommen zurück bei der Günzburger Steigtechnik. Bei mir Florian Lauer und er hat ganz interessante Sachen mitgebracht. Ja, das ist unser beidseitig begehbarer Stufenklapptritt. Beidseitig begehbar, Stufen, belastbar mit 150 Kilo, klappbar, sehr einfach unter den Arm zu klemmen. Dann kann man sehr einfach an den nächsten Einsatzort bringen. Verfügbar in Alu oder aber im pulverbeschichteten RAL 7016. Und darüber hinaus in den Stufenbelag einsenkbar eine zusätzliche Plattform mit Holzsiebdruck, hochbelastbar mit 300 Kilo. Das heißt, wir beiden Federgewichte können hier locker drauf arbeiten, können einen richtig schweren Motor mit draufnehmen, was wechseln. Besonderheit auch ist, dass wir die Plattform oben in den Belag einhängen können. Und darüber hinaus haben wir noch eine kleine Werkzeugablage, die man oben in den Holm einklemmt, um zusätzliches Material, Werkzeug entsprechend einlegen zu können. Die meisten, die uns zuschauen, sind Profis und die wissen natürlich, die können auch direkt von hier oben arbeiten. Aber für mich war es ein wenig Neuland. Ja, das ist per Definition keine Leiter, sondern ein Arbeitspodest, denn wir haben hier oben eine sehr große Arbeitsfläche. Und deswegen können wir hier entsprechend sicher auf dem obersten Plattform arbeiten und nicht nur an der vorvorletzten Stufe, sondern wirklich oben auf der Plattform. Vielen Dank, Florian Lauer. Wir legen mal los und gehen an die Arbeit. Herzlich willkommen zurück aus der Halle 18 bei der Günzburger Steigtechnik. Bei mir Roland Wilke, einer der großen Produktexperten hier im Unternehmen. Wir hatten bereits mit ihm das Vergnügen, was einige innovative Produkte angeht und sind jetzt bei einer weiteren großen Kategorie angelangt, dem Zubehör. Richtig. Nicht nur unsere Produkte sind seit Jahren innovativ und wir sorgen immer für neue Innovationen im Markt, sondern auch unser Zubehör darf dem natürlich nicht nachstehen. Was haben Sie mitgebracht? Wir haben Clipstep und Clipstepper 13, das kennen Sie bereits aus der Vergangenheit, die Stufenbelege für unsere Stufenleitern, aber wir haben diese Familie ergänzt um unser Clipstep Relax. Eine Polsterung an der Vorderkante ermöglicht ein sehr komfortables Auf- und Absteigen auf die Leiter und vor allem ein sehr komfortables Arbeiten auf der Leiter. Darüber hinaus haben wir dieser Familie ein Clipstep R13 in Gelb, in einer gelben Signalfarbe hinzugefügt, um insbesondere in kritischen Arbeitsbereichen und in sensiblen Arbeitsbereichen die Arbeitssicherheit deutlich zu erhöhen. Das war ein verheißungsvoller Auftakt. Ich denke, wir gehen direkt weiter. Und da sind wir wieder beim großen Thema Zubehör. Eines der Steckenpferde der Günzburger Steigtechnik. Roland Wilke ist bei mir und eben haben wir das Thema besprochen, sicher arbeiten auf der Leiter. Dafür muss die Leiter aber auch stabil stehen. Was gibt es da für Lösungen? Ja, Standsicherheit von Leitern, großes Thema bei uns. Wir kennen das von den Leitern Traversen, die Balken unten an den Leitern, die dafür sorgen, dass die Leitern wirklich sicher stehen. Es geht darum, dass Leitern gegen unbeabsichtigtes Umstürzen gesichert werden und neben den normalen oder bekannten Traversen gibt es eben diese Leiternkopfsicherungen. Und hier sehen wir ein Exemplar davon. Dies sind flexible, in der Höhe verstellbare Leiternkopfsicherungen mit einem entsprechenden Haken, dem sich der Anstellwinkel der Leiter entsprechend anpasst. Als Alternative dazu gibt es eben auch diesen Dachrinnenhalter. Also spezielle Anwendungsgebiete. Und ich sehe gerade, der ist jetzt schwarz. Warum ist das so? Richtig, genau. Dieser Dachrinnenhalter ist schwarz beschichtet, um einfach die Rutschhemmung zu erhöhen. Wenn wir mit diesem Leiternkopfsicherung in der Dachrinne sind, dann verhindert diese Kunststoffbeschichtung ein unbeabsichtigtes Wegrutschen. Jetzt sehe ich noch ein sehr spannendes Konstruktionsgerät hier, ein Winkel. Was ist das Schönes? Ja, das ist ein Winkel, den wir speziell für die Zimmerleute entwickelt haben, um einfach auch sicher auf der Baustelle arbeiten zu können und jeweils in das nächsthöhere Geschoss zu gelangen. Das ist eine spezielle Leiternkopfsicherung für Balken. Hier vorne schlägt man die Nägel ein und so können die Zimmerleute sicher auf die nächste Etage kommen. Und etwas weiteres erblicke ich da. Richtig. Das ist eine Leiternkopfsicherung, die bequem in jede Sprosse, in jede gebörtelte Sprosse eingesetzt werden kann. Und ich demonstriere mal kurz, wie das funktioniert. Gerne. Man setzt diese Leiternkopfsicherung einfach hier ein. Mit ein paar Drehungen sitzt es fest und Sie können sicher auf die Leiter steigen. Ja, ich würde sagen, die Leiter steht jetzt auch fix und wir gehen zum nächsten Thema. Es geht um das Thema Arbeitssicherheit. Wir waren auf der Leiter, am Kopf der Leiter, sind jetzt am Fuß der Leiter. Herr Wilke, Sie kennen das, gewachsener Boden, besonders schwierig, da einen guten Stand zu finden.
Was haben Sie für eine Lösung mitgebracht? Ja, Standsicherheit auf gewachsenen Böden ist ganz, ganz wichtig und ein Thema, was uns alle beschäftigt. Wir haben eine tolle Lösung dafür, und zwar die sogenannte Kralle. Und die zeigen wir jetzt mal. Da haben sich unsere Ingenieure wirklich was Pfiffiges einfallen lassen. Vielleicht mal kurz genau, Richtig. dass man das gut sehen kann. Die krallt. Und hiermit sorgen wir für einen maximalen besten Stand und Standsicherheit auf gewachsenen Böden und auf unebenen Untergründen. Und das gibt es aber nicht nur als Lösung, die fest verschraubbar ist wie hier, sondern, Stichwort, Nivello. Nivello. Sie alle kennen unseren Nivello-Leiternschuh seit letztem Jahr mit wechselbaren Fußplatten, und der Clou ist, dass wir diese Kralle, die Sie hier als Schwenkfuß sehen, die vom Werk aus montiert wird, eben auch selber montieren können an Ihren bestehenden Nivello-Schuh, indem Sie einfach diese 2 Schrauben lösen und diese Kralle dann entsprechend montieren. Wir haben diese Nivello-Familie ergänzt um diese Kralle. Wir haben diese wechselbaren Fußplatten seit letztem Jahr, und hier können Sie einfach mit 2 Torx-Schrauben die Fußplatten wechseln. Zum einen diese normale Fußplatte, dann gibt es diese Fußplatte mit der besonderen weichen Gummimischung für besonders glatte Untergründe, und es gibt natürlich die bewährte Fußplatte speziell für Gitterroste, um hier auch für eine entsprechende Standsicherheit zu sorgen. Herr Wilke, vielen Dank für diesen kurzen Ausblick. Es gibt ja noch viel, viel mehr an fantastischem Zubehör rund um das Thema Sicherheit vor allen Dingen, was ja bei Günzburger Steigtechnik ganz oben steht. Das ist natürlich auf der Webseite zu finden und auch beim Fachhändler. Also von daher für diesen kurzen Einblick vielen Dank. Wir geben zurück. Willkommen zurück bei der Günzburger Steigtechnik. Aus der Halle 18 sind wir wieder live da, haben über Innovationen gesprochen, über Zubehör besprochen und immer über das große Thema Sicherheit. Ich habe einen neuen Experten bei mir im Studio, Tobias Wirth. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir sprechen jetzt über das Thema, dass es besondere Anforderungen geben kann, die ich als Kunde schon mal habe, also Spezialanfertigungen, die trotz des großen Katalogs, den Sie ohnehin schon haben, so nicht drinstehen, nicht zu finden sind. Wie gehe ich als Kunde vor? Was kann ich tun? Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Zum einen haben wir unseren Online-Konfigurator, in dem Sie Treppenüberstiege, Laufsteganlagen individuell konfigurieren können, sprich auf Ihre individuelle Höhe, Breite konfigurieren können. Aber wir haben auch die Möglichkeit, wie wir hier sehen, an einer Treppe einen elektrischen Antrieb einzubauen. Da handelt es sich dann aber wirklich um eine individuelle Anfrage von einem Kunden. Sprich, wir haben da mehrere Möglichkeiten, zum Ziel zu gelangen. Das hört sich spannend an. Für mich als Laie, Online-Konfigurator ist wahrscheinlich sehr aufwendig, oder? Wie viel Zeit und wie viel Intensität muss ich da reinstecken? Das ist sehr einfach, weil sie online geführt werden und per Bild auch durchgeführt werden durch den Konfigurationsprozess. Sprich, Sie brauchen da eigentlich keine großen Vorkenntnisse. Alle wichtigen Informationen werden abgefragt. Und so kommen Sie sehr schnell zu einem Produkt und auch innerhalb weniger Minuten zu einem Angebot, da Sie das im Anschluss an die Konfiguration per E-Mail einfach zugeschickt bekommen, rund um die Uhr. Hört sich spannend an. Ich würde vorschlagen, wir schauen mal rein, wie das konkret aussieht, und es wäre nett, wenn Sie es ein bisschen kommentieren. Auf unserer Homepage können Sie über den Reiter Konfigurator das gewünschte Produkt auswählen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Abmessungen einzugeben. Verschiedene Beläge sind auswählbar, werden direkt im 3D-Modell angezeigt, welches auch gedreht, gezoomt werden kann, um direkt Veränderungen am Produkt sichtbar zu machen. Handläufe können steckbar ausgeführt werden oder auch komplett weggelassen werden. Über Info-Buttons können zusätzliche Informationen zu den einzelnen Eingabefeldern aufgerufen werden. Weiteres Zubehör kann mittels Klick ausgewählt werden und wird direkt dargestellt. Auf der Übersichtsseite können alle Eingaben überprüft werden oder nochmal
geändert werden. Nach dem Login können Sie Ihr individuelles Produktangebot anfordern. Ja, das sieht wirklich einfach aus. Wir haben jetzt ein paar Klicks gebraucht und eigentlich war fertig das sonderkonfigurierte Gerät, was ich da mir für meine Anforderungen zurechtgebaut habe. Wie lange dauert das denn dann, bis das geliefert werden kann? Also die Lieferung erfolgt innerhalb von 10 Werktagen abgehend, sprich es ist sehr schnell bei Ihnen. Also 10 Tage ist sportlich, aber irgendwo muss doch der Haken sein. Wahrscheinlich ist es dann sehr komplex im Zusammenbau, oder? Also der Aufbau funktioniert auch sehr einfach. Mittels der mitgelieferten Aufbauanleitung werden die Produkte einfach über Verbindungsplatten zusammengebaut und sehr einfach montiert. Das heißt, ich darf nochmal zusammenfassen, wenn ich Sonderwünsche habe, kann ich die online innerhalb weniger Minuten konfigurieren. Wenn darüber hinaus noch spezielle Anforderungen da sind, kann ich Sie gerne kontaktieren, wie hier jetzt diese Elektronik, die noch eingebaut ist, ja, dass ich elektronisch fahrbar bin. Das Ganze kommt zeitnah bei mir an und es ist einfach im Aufbau. Korrekt. Dann wäre für mich jetzt noch die Frage, wie kontaktiert man Sie denn jetzt direkt, wenn ich Sonderwünsche habe? Also da haben wir mehrere Kanäle, da geht eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Sie können uns erreichen über vertrieb@steigtechnik.de, über unsere Homepage mittels Kontaktformular oder eben auch ganz klassisch per Telefon. Und die meisten Lösungen sind selber zu handeln über den Konfigurator. Ich glaube, Sie werden viele Kontaktanfragen bekommen. Vielen Dank, Herr Wirth. Danke ebenso. Da sind wir wieder live aus dem Studio Halle 18 bei der Günzburger Steigtechnik. Bei mir Thomas Bichler, manche nennen ihn liebevoll den Normenpapst. Und es geht jetzt um Normen und Vorschriften, all das, was uns den Arbeitsalltag schon mal erschwert, vermeintlich, weil eigentlich geht es da ums Thema Sicherheit. Und deshalb jetzt auch um das TRBS 2121 Teil 2. Ich habe hier schon mal eine Broschüre. Da gibt es um verschiedene Schwerpunkte. Vielleicht möchten Sie was dazu sagen. Vielen Dank. Wie gesagt, die TRBS, technische Regel für Betriebssicherheit, da geht es im Wesentlichen um zwei Dinge, die bei der Benutzung mit Leitern wichtig sind. Einmal die Leiter als Verkehrsweg, also ich benutze die Leiter, um irgendwo hochzusteigen, und das andere die Leiter als Arbeitsplatz, dass man jetzt hier an diesem Beispiel auch sieht, dass die Leiter steht und ich steige dann hoch und führe irgendwelche Arbeiten drauf aus. Da hat man jetzt zwei wesentliche Dinge auch geregelt bei dem Arbeitsplatzthema, dass eine maximale Höhenbegrenzung ist mit 5 Meter oder 5 Meter Zugangshöhe in den Regelfällen, und es gibt natürlich auch diese Bedingung, dass man in Ausnahmefällen auch mehr wie 5 Meter die Leiter verwenden kann. Aber da ist immer wichtig, das kann auch nicht der Hersteller machen, dass die Betreiberfirma eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung durchführt. Das heißt, die müssen sich überlegen, ist es wirklich auch ein sehr seltener Zugang? Also wenn ich da 4-mal täglich hochgehe, ist das nicht sehr selten, sondern häufig. Und dann kann gegebenenfalls die Anlegeleiter auch als Zugang verwendet werden. Und wie gesagt, das Zweite ist dann, wenn die Leiter als Arbeitsplatz benutzt wird, da gibt es mehrere Regularien, die hier eingreifen. Einmal eine gewisse Höhenunterscheidung, das heißt, bis 2 Meter kann ich die Leiter an sich ohne Zeitbegrenzung einsetzen. Dann zwischen dem Bereich, also 2 Meter bis 5 Meter, gibt es ein zeitliches Limit, maximal 2 Stunden Arbeitszeit, die man dann hier pro Tag auf dieser Leiter ausführen kann, und über 5 Meter ist dann gar nicht mehr zulässig. Alles sehr schön zusammengefasst eigentlich in dieser Broschüre hier. Die können wir kurz mal auch präsentieren. Wo finde ich die? Die findet sich im Internet, die kann man hier kostenfrei runterladen auf unserer Internetseite im Download-Bereich, und da finden sich natürlich auch viele weitere Informationen. Aber vielleicht zur TRBS noch zurückzukommen, ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch das Thema Standplatz. Wenn ich die Leiter als Arbeitsplatz verwende, dann muss ich auf einer Stufe oder Plattform stehen, und jetzt hat man natürlich hier eine Bestandsleiter, die mit Sprossen ausgeführt wird. Heißt das, dass ich die gar nicht mehr verwenden darf jetzt? Doch, dürfen Sie. Dürfen Sie. Und sozusagen für den Altbestand hat man gesagt, da muss man natürlich nicht die Millionen von Leitern hier alle wegwerfen, sondern da muss man den Kunden, den Anwendern natürlich die Möglichkeit geben, diese Leiter weiter nutzen zu können. Und hier dieses MaxStep-Stufenmodul, das dann mit diesen Sterngriffschrauben an einer Sprosse fixiert werden kann. Und hier natürlich dann hat den Vorteil, dass ich dann die Leiter auch zusammenklappen kann, hin und her tragen, und das bleibt da oben. Alternativ gibt es die Möglichkeit eines sogenannten Einhängedritts. Den muss man eben dann einhängen in dieser Leiter. Das heißt,
bei so einer kleinen Leiter natürlich, hier muss ich da nicht großartig was einhängen. Wenn ich natürlich eine große Schiebeleiter zum Beispiel habe, da würde ich das mit einem Karabinerhaken am Gürtel festmachen, dann oben einhaken und habe dann oben meinen Standplatz auf dieser Plattform, auf dieser temporären Plattform und kann dann Leitern übergangsweise sozusagen weiter benutzen. Sinnvoller ist natürlich der Einsatz, dass man schon eine Stufenleiter hier gleich verwendet, und hier sieht man eben eines der Neuprodukte, das wir entwickelt haben, eine sogenannte dreiteilige Stufen-Mehrzweckleiter. Und die ist absolut TRBS-konform. Die ist TRBS-konform, genau, weil ich hier immer die Stufe eben als Standplatz Jetzt habe. gibt es bestimmt noch einen Haufen Fragen. Sie hatten es schon erwähnt, alles auf der Internetseite nachzulesen, in dieser Broschüre vor allen Dingen. Das ist auch nochmal verständlich runtergebrochen, denn ganz so einfach ist das Amtsdeutsch manchmal ja nicht. Ganz genau, dieser Flyer hier ist natürlich 10 Fragen, 10 Antworten. Das heißt, es ist in möglichst einfachen Worten für den normalen Anwender, der jetzt nicht so versiert in Gesetzen und Normen ist, verständlich geschrieben, dass der auch relativ einfach verstehen kann und weiß, was damit gemeint ist. Jetzt werden viele sagen, jetzt hat er den Normpapst schon mal da. Was gibt es denn sonst noch so an Neuerungen? Es gibt in den Normen einige weitere Neuerungen. Bei den Rollgerüsten hat sich eben bei der sogenannten DIN EN 1004 hat sich einiges geändert, und auch bei den Steigleitern gibt es einige Neuerungen. Bei der DIN 18799 Teil 3, das sind die Steigleitern, ortsfeste Leitern an baulichen Anlagen, wo sich einige Neuerungen ergeben haben. All das findet sich auf den Informationen, wie gesagt, in den Katalogen, aber auch auf der Internetseite. Ein letzter wichtiger Punkt, denn viele werden sich auch fragen, ich kenne ihn doch noch aus anderem Umfeld, Stichwort Campusschulung. Genau, unser Campus ist natürlich das interne, aber auch externe, sozusagen die Fortbildungsstätte, wo wir Schulungen für unsere Kunden natürlich auch anbieten. Da bieten wir Standardseminare an, weil natürlich in den gesetzlichen Regelungen ist es sozusagen verankert, dass Arbeitsmittel, zu denen Leitern und die Rollgerüste gehören, die müssen wiederkehrend geprüft werden, dass die eben auch nach 2, 3, 4, 5 Jahren immer noch sicher benutzt werden können. Und all das wird sozusagen in diesen Seminaren vermittelt, also sprich das Produkt-Know-how, welche verschiedene Leitern, Ausführungen gibt es, was gilt hier gesetzlich, was ist gesetzlich notwendig, wie muss ich so eine Prüfung dokumentieren, was muss ich da durchführen, schriftlich, wie gesagt, und was ist vielleicht als Reparatur auch möglich bei so einer Leiter. Und wir sozusagen bieten dann auch Kontrollblätter und weitere Dinge als Hilfsmittel für die Teilnehmer natürlich an. Also Sie begleiten theoretisch, praktisch, und wir haben jetzt erfahren, man kann eine Sprossenleiter nachrüsten, um TRBS-konform arbeiten zu können, und das Gleiche haben wir natürlich hier in einem Produkt schon selber vereint, was jetzt neu rausgekommen ist, was wir übrigens auch schon gesondert vorgestellt hatten. An dieser Stelle schon mal vielen Dank. Und ich denke, jetzt werden viele Anmeldungen kommen über die Webseite, die jetzt zur Schulung möchten. Da wünsche ich Ihnen und den Teilnehmern dann viel Spaß. Vielen Dank, Herr Bichler. Vielen Dank, Herr Venus. Willkommen zurück bei der Günzburger Steigtechnik. Und da sind wir auch schon mitten im Thema, denn es geht hier zum einen um Sicherheit natürlich, um Ergonomie, aber auch um Investitionen, die zurückfließen können. Bis zu welcher Höhe? Genau richtig. Sie können bis zu 50% des Anschaffungspreises über das Förderprogramm wieder zurückbekommen. Für 50% Rücklauf muss ich natürlich irgendwas an Produktfeatures haben, die das ermöglichen. Was sind die zentralen Kernthemen? Ja, die zentralen Features, die die Produkte aufweisen sollen und müssen, sind zum einen, wir sehen es hier im Hintergrund, die Plattformleitern bzw. Leitern mit Stufen, großer Plattform und Handlauf. Es geht dann weiter über die Kleingerüste bis zu unserer mobilen Kleinstarbeitsbühne, die hier mit im Förderprogramm beinhaltet sind. Rutschfestigkeit ist auch ein großes Thema. Genau richtig. Wir haben die Rutschfestigkeit bei unseren Leitern, was uns auch die Möglichkeit gibt, für bereits gekaufte Produkte nachträglich mit ins Förderprogramm aufzunehmen. Wenn Sie Stufe mit regulärer Rutschhemmung haben, kann die ganz einfach durch unser Clipstep A13 durch Aufbringen des jeweiligen Stufenbelages in die Rutschklasse hochgehoben werden und ist so wieder im Förderprogramm beinhaltet. Jetzt haben Sie hier ein R13 mitgebracht, aber ich glaube sogar R12 wäre ausreichend für die Förderung. A12 wäre ausreichend, wir gehen aber eine Stufe mehr und kommen mit in der R13. Jetzt ist natürlich so, viele, die uns zuschauen, werden sagen, das ist wieder Bürokratie pur. Ich muss da tagelang mit zubringen, mich durch die entsprechenden Features zu klicken und die Anträge rauszusuchen. Ist das wirklich so aufwendig? Nein, es geht ganz einfach. Auf der Webseite der BG Bau oder auf unserer eigenen Homepage www.steigtechnik.de finden Sie eine detaillierte Anleitung und das Ausfüllen geht kinderleicht.
Wir blenden es parallel mal ein, dass wir das wirklich sehen können. Also ein paar Klicks, das Unternehmen angeben, Produkt angeben und schon ist man beim passenden Formular. Das heißt wirklich kein großer Aufwand, um 50%, bis zu 50% Rücklauf im Investitionsvolumen haben zu können. Also durchaus eine sinnvolle Geschichte. Auf jeden Fall. Zudem haben wir in unserem Steigtechnik-Ratgeber alle förderungsfähigen Produkte mit einem grünen Icon gekennzeichnet und nochmal unsere separate Broschüre, in der alle Produkte beinhaltet sind, die zum Förderprogramm gehören. Die Broschüre finde ich natürlich auch auf der Webseite, denke ich. Genau, richtig. Finden Sie in gewohnter Weise in unserem Download-Bereich. Ihnen mit diesen Informationen frohes Ausfüllen der Anträge. Bis dahin. Live aus dem Studio der Günzburger Steigtechnik und wir haben einen weiteren großen Themenbereich, Marketing Services. Und da geht es darum, Sie, liebe Händler, zu unterstützen in all dem, was Sie so vorhaben. Und wir haben da 4 große Themenbereiche. Bei mir Roland Wilke, herzlich willkommen. Und die 4 großen Themenbereiche sind Print, POS, Online und Digital. Richtig. Wir sagen direkt mal ein bisschen was dazu, denn bei Print haben wir hier schon eine kleine Auswahl stehen. Vielleicht möchten Sie mal kurz einen Überblick geben. Richtig, vielen Dank. Gerne. Ja, beim Printbereich, alle kennen unseren Katalog, das ist der Steigtechnik-Ratgeber. Wir wollen wirklich für unsere Kunden Ratgeber sein. Wir wollen sie informieren, herstellerunabhängig, und wollen sie darüber informieren, was es in der Steigtechnik für Neuerungen gibt. Dafür haben wir aber ja auch diese praktischen Flyer, in dem Sie alles über Normen, Vorschriften, Planungshilfen finden, kompakt immer für die Jackentasche, sodass Sie jederzeit gewappnet sind und sich immer zeitnah informieren können. Wir haben aber auch solche pfiffigen Heftchen, wie man hier sieht, so wird es gemacht. Hier zeigen wir, wie Leiternreparatur schnell, praktisch und einfach funktioniert, mit vielen Bildern, wenig Text, sodass auch die Mitarbeiter in der Werkstatt ganz schnell und unkompliziert ihre Leitern reparieren können. Ich hatte eben das Stichwort POS geliefert, Point of Sale. Also es geht da um die Richtig. Fläche der Händler, um die Verkaufsfläche, Absolut. die es zu gestalten gibt. Auch dafür gibt es Materialien, die Sie bereitstellen? Richtig, genau. Für den Point of Sale, für die Verkaufsfläche, für die stationären Händler haben wir entsprechende Materialien, die wir gerne zur Verfügung stellen. Unser Außendienst weiß Bescheid. Er berät unsere Händler da jederzeit gerne. Und unsere Händler können natürlich auch jederzeit bei uns im Hause anrufen. Und wir stellen ihnen ein entsprechendes Paket an POS-Materialien zusammen. Also nicht davor scheuen, einfach mal auf Herrn Wilke zugehen. Richtig, oder genau. Aus den Außendienstler, Absolut. der gerade im Kontakt ist. Richtig. Nächster großer Themenbereich wäre Online. Online, das große Thema, was uns bewegt dieses Jahr und für die nächsten Jahre natürlich Ja. weiter einfach ein ganz wichtiges Thema ist. Wir präsentieren uns mit unserer Webseite, mit unserer neuen Webseite absolut professionell. Wir bieten alle aktuellen Daten. Nichts ist so aktuell wie die Webseite und unsere Online-Daten. Wir haben einen großen Download-Bereich, wo sich die Händler, wo sich die Kunden informieren können. Es gibt zu jedem Produkt ein Produktdatenblatt, was downloadbar ist, und bieten damit einfach eine Fülle an Informationen, die es so im Vergleich nicht gibt. Ist nochmal ein guter Hinweis bei all dem, was Sie jetzt hier in unseren kleinen Videoclips haben verfolgen dürfen. Die ganzen Details und technischen Daten sind da natürlich alle en Detail aufzufinden. Absolut. Schlagen wir die Brücke von online zu digital. Ich habe mich am Anfang auch gefragt, wo ist da der große Unterschied? Ja, digitale Services gehören einfach mit zur Zukunft unseres Geschäftes. Die Online-Händler, unsere stationären Händler entwickeln sich alle und wollen natürlich mit optimalsten Produktdaten versorgt werden. Wir versorgen Sie und unsere Händler mit optimalsten und aktuellsten Produktdaten in verschiedenen Klassifikationen, BME-Cut, ETIM etc. etc. Das kennen Sie alle, und sorgen dafür, dass wir Sie letzten Endes E-Commerce-fit machen. Das ist unser Anspruch. Wir beraten Sie in jeder Zeit. Wir stellen den Kontakt zu den Commerce Connector her und sorgen dafür, dass Sie auch digital jederzeit up-to-date sind. Gerade in diesem Jahr natürlich ein großes Thema, und hier geht es darum, das auf ganz High-Level auch entsprechend liefern und bieten zu können. Richtig. Das heißt, wenn da Anfragen sind, natürlich sofort an Herrn Wilke über die Webseite, über den Vertriebspartner, wie auch immer. Ja? Liebe Händler, scheuen Sie sich nicht, diesen Weg zu gehen. Jetzt wäre für mich noch die Frage, wo geht es denn hin, wo wir beim Thema Weggehen sind? Ja, auch wir Ausblick. gehen diesen Weg natürlich weiter. Es kommen Tools wie ein B2B-Portal, wo sich unsere Kunden, wo sich unsere Händler entsprechend einloggen können, ihre Bestellhistorie nachverfolgen können. Wir werden ein E-Learning-Tool für unsere Seminare in Kürze online bringen, sodass unsere Händler eben nicht
nicht mehr unbedingt vor Ort nach Günzburg kommen müssen, sondern das natürlich auch digital machen können. Da werden wir natürlich weiterarbeiten daran und solche Services in Zukunft auch bieten. Ja, Marketing Services, das war ein gelungener Rundumschlag, würde ich sagen. Es gäbe noch viel zu erzählen, wir könnten Stunden hier stehen. Aber informieren Sie sich direkt auf der Webseite bei Ihren Partnern, bei Herrn Wilke. Und ich bin mir sicher, Sie werden in naher Zukunft viel zu tun haben. Sehr gerne, freue mich drauf. Vielen Dank an Sie.